Hi, hallo und willkommen auf My Design and Art. Mein Name ist Miri und heute werde ich mit euch mein Bullet Journal Setup für das nächste Jahr oder das nächste halbe Jahr erstellen. Ich wollte so ein bisschen den Boho-Style und habe mich für eine beigene Farbpalette entschieden mit Tarotkarten. Ich werde dieses Origami Bullet Journal verwenden, aber bevor ich dazu komme, wollte ich euch noch die Titelseiten von meinen letzten beiden Setups zeigen. Und das war einmal dieses Mondthema fürs zweite Halbjahr 2023 und dieses minimalistische mit der Muted Farbpalette. So, aber nun zu dem neuen Bullet Journal, das ich mir schon letztes Jahr gekauft hatte. Und es stand jetzt die ganze Zeit im Regal, weil ich ja mein anderes Bullet Journal lustigerweise von Notebook Therapy gewonnen habe. Und jetzt komme ich dazu, es endlich zu verwenden. Und zwar, wie gesagt, ist es das Bullet Journal von Origami. Es hat 192 Premium-Seiten, allerdings nur 150 GSM-dicke Seiten. Bin gespannt, wie ich das finde. Das Cover ist in einer Lederoptik und fühlt sich schön weich an. Die Seiten sind off-white, so ein kleines bisschen creme mit schönen hellen Punkten. Hier der Vergleich zu meinem alten Bullet Journal, also ihr seht schon, es ist gelber. An der Seite befindet sich so ein Gummi, um einen Stift zu befestigen. Und dieses Gummi, um das Bullet Journal zu schließen. Und es waren auch noch diese Stencils dabei für einen Kalender, für eine To-Do-Liste und für Banner. Außerdem haben wir diese Satinbändchen. Und dann können wir auch schon loslegen. Diese Seite gefällt mir nicht so gut, deswegen klebe ich das jetzt einfach fest. Allerdings werde ich auch gleich die nächste Seite festkleben, weil die ja sich auch immer nur schwer öffnen lässt. Ich habe ja genug Seiten, deswegen sollte das kein Problem sein. In meinem letzten Bullet Journal habe ich Magnolien mit Gouache gemalt, gescannt und ausgedruckt und habe das dann in mein Bullet Journal eingeklebt. Fand ich auch ganz süß. Habe ich auch überlegt, ob ich es dieses Mal mache, aber dann dachte ich, nee, die erste Seite soll gleich mein Setup werden. Übrigens ist das der zweite Versuch. Ich habe die letzten Tage schon mal ein Setup gemacht, auch mit einem Mond-Sonne-Thema. Allerdings kam das dann nicht so raus, wie ich wollte. Das sah einfach super kindisch aus. Das ging gar nicht. Und dann dachte ich, nee, wenn ich jedes Mal mein Bullet Journal aufmache und das sehe, habe ich einfach schon weniger Lust, es zu benutzen. Also das Ganze nochmal. Allerdings muss ich sagen, ich bin auch super froh, dass ich das jetzt geändert habe, weil das Setup gefällt mir Bombe. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe angefangen mit diesem braunen Liner, meinen Mund zu umranden.
mit diesem Faber-Castell Pit Artist Pen in Cold Grey habe ich den Rand gezeichnet, der dann auch meine Tarotkarte wird. Und das Tolle finde ich bei Tarotkarten ist, die müssen nicht so perfekt aussehen. Wenn sie nicht ganz gleichmäßig sind, sind sie fast noch schöner. Also zumindest wäre das meine Meinung. Mit dem Faber-Castell Pit Artist Pen in Pale Pink habe ich dann die Karte etwas bemalt, hier und da mit Farbe versehen. Wie ihr sehen könnt, sieht man es kaum. Das ist ein sehr, sehr leichter Ton, feiner Ton, aber den fand ich perfekt. Ist auch in Wirklichkeit etwas sichtbarer als jetzt in der Kamera und bringt einfach so ein kleines bisschen extra mit rein. Als nächstes geht es weiter mit meinen Metallic-Farben von Paul Rubens. Ich benutze hier dieses beige Silber. Und mal den Mond damit an. Allerdings auch nicht vollflächig, sondern nur hier und da. Mit diesem beigenen Mildliner habe ich noch Sterne in die Ecken gesetzt. Und habe dem Mond dann auch noch ein bisschen Farbe verpasst. Mit dem Pigment Liner in 0,6 habe ich dann die Nummer von dieser Karte und den Titel der Karte geschrieben. Als nächstes habe ich die Seiten abgeschnitten, um eine Wasserfall-Dutch Door zu kreieren. Dafür habe ich diese Seite und die nächsten beiden Seiten jeweils um 1 cm eingeschnitten, abgeschnitten, wie auch immer. Ist jetzt weg. Dann ging es auch schon weiter mit dem Titel von der Seite und dafür habe ich das Wort 20 mit dem beigenen Crayola geschrieben. Und mit diesem Faber-Castell Pit Artist Pen in Beige Red die Zahlen drunter geschrieben. Und zwar 24, 2 und 2 für das zweite Halbjahr. Mit dem gleichen Stift habe ich die Wörter Dreamers, Doers und Dream für mein Quote benutzt. Übrigens, falls ihr im Hintergrund irgendwas schmatzen hört, das ist
meine Hündin, die gerade auf ihrem Speedy rumkaut. Weiter ging es dann mit dem beigenen Mildliner. Den habe ich verwendet, um die Wörter the world, but und do zu schreiben. But und do habe ich dann auch noch mit Punkten gefüllt, um mein Quote noch ein bisschen interessanter zu gestalten. Übrigens, falls dir dieses Video bisher gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Und falls du mir hier auf YouTube noch nicht folgst, abonniere gern meinen Kanal, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Weiter geht's mit meinem Quote und hier habe ich die restlichen Wörter mit dem Pigma Micron in dunkelgrau und der Größe 0,1 geschrieben. Und diese Illustration habe ich auf Google gefunden, als ich nach dem passenden Quote gesucht habe und dachte, hey, das passt perfekt zu meinem Thema und habe das quasi kopiert. Also auf das Design bin ich nicht selber gekommen. Aber ich fand es trotzdem so süß. Falls ich es nochmal finde, verlinke ich es in der Infobox. Die Tropfenanhänger habe ich dann wieder mit dem beigenen Stift gemalt und habe die Monde mit der Metallic-Farbe vom Mond auf der Hauptseite gefüllt. Ich bin dann auch nochmal über den Mond gegangen, um die beigene Farbe ein bisschen zu verblenden. Und habe die Seiten nochmal mit einem Rahmen begrenzt, um quasi auch hier eine Karte zu kreieren. Jetzt haben wir quasi eine Karte in der Karte. Und dann ging es los mit dem schwierigen Part. Ich habe die Karte ausgeschnitten, beziehungsweise um den Mond herum die leeren Stellen rausgeschnitten. Und das habe ich mit diesem Stiftskalpell gemacht, welchen ich echt super dafür finde. Ich habe ja noch ein anderes Skalpell, wo ich auch meine Seiten immer abschneide mit, aber das hätte damit nicht so gut funktioniert.
einfach toll, wie sich das so schön entfernen lässt. Als nächstes habe ich die Seiten abgerundet. Und das war es dann auch schon von der Hauptseite. Weiter geht's mit der nächsten Seite, welche meine Future Log Seite sein wird. Ich habe auch hier wieder mit der Illustration angefangen. Nein, stimmt gar nicht. Ich habe die Boxen für meinen Kalender, für meine Kalendare. Ich habe die Boxen für meine Kalenderboxen ausgeschnitten und eingeklebt. Und habe geschaut, wo der Mond aufhört und wo ich meine Sonne hinzeichnen muss, weil ich wollte, dass der Mond die Sonne quasi umarmt. Ich habe die Tarotkarte auf Pinterest gesehen, in der der Mond die Sonne umarmt, und das war dann The Lovers, und fand das so cool, dass ich dachte, wenn man das aufteilt in mehrere Seiten, das wäre doch bestimmt mega. Und wie gesagt, sowas in der Art habe ich in meinem ersten Versuch auch schon probiert, allerdings ohne Tarotkarten, aber das war dann, ja, wie gesagt, sah echt kindisch aus und viel zu farbig. Deswegen diesmal mit Tarotkarten. Und ich hatte so Angst, das zu machen, weil ich befürchtet habe, dass das wieder nicht funktioniert. Aber ich bin echt froh, dass ich es gemacht habe, weil das Ergebnis gefällt mir richtig gut. Aber lasst euch überraschen und lasst mich dann gern wissen, wie ihr es findet. Ich habe die Sonne mit diesem beigenen Mildliner gemalt. Und habe geschaut, dass die Sonnenstrahlen die Seiten berühren, damit, wenn ich das nachher ausschneide, die Sonne trotzdem Stabilität hat. Mit dem grauen Pigma-Micron habe ich dann die Gesichtszüge von der Sonne gemalt. Sorry für meinen Kopf. Aber wenn ich sowas mache, muss ich immer ganz dicht ans Papier ran und dann ist mein Riesenkopf einfach vor der Kamera. Ich habe noch keine Lösung dafür gefunden. Aber passiert nicht so oft. Ich habe dann den Stift auch verwendet, um um ein bisschen Pigment auf den Pinsel zu bekommen, und habe dann die Augenbrauen, die Wangen und die Lippen damit angemalt. Einfach um der Sonne nochmal mehr Wärme zu verleihen. Habe das Ganze dann wieder mit diesem Pit Artist Pen in Cool Grey umrandet. Und mit dem Pigment Liner in der Größe 0,6 beschriftet. Auch diese Karte hat wieder Sternchen in den Ecken bekommen. Und mit dem Pit Artist Pen in Pale Pink habe ich auch hier wieder der Karte etwas Farbe verliehen. Die Sonne habe ich natürlich dann auch wieder angemalt mit der metallischen Farbe.
Ist die gleiche Farbe wie vom Mond, weil ich das einheitlich haben wollte. Auch hier habe ich aus meinem ersten Versuch gelernt, da hatte ich den Mond in Silber und die Sonne in Gold. Und das ist also Katastrophe. Mit dem Pit Artist Pen in Beige Red habe ich dann die Bereiche für die Titel der Boxen markiert. Hier habe ich dann erstmal den Titel von der Seite mit Bleistift skizziert und bin dann da mit dem beigenen Crayola drüber gegangen. Sowie mit dem Pit Artist Pen. Mit dem braunen Liner habe ich dann die Namen der Monate geschrieben. Und habe an der Seite dann das Washi-Tape befestigt. Allerdings werde ich das nachher wieder entfernen, weil mir die Farbe überhaupt nicht gefällt. Beziehungsweise zu dem Beige auf dieser Seite nicht gefällt. Mit dem hellen Tombow habe ich den Stern umrandet. Und mit dem Tombow N79 habe ich die Schatten für den Stern gemalt. Mit dem hellen Tombow habe ich dann die Wolken nochmal gemalt und später auch die Schatten für die Wolken eingemalt. Weiter geht's mit dem Pit Artist Pen in Cold Grey, um die Karte auch hier zu umranden. Und habe auch diese Karte beschriftet. Mit dem beigenen Maltliner habe ich die Bereiche für die Titel der Boxen für diese Seite markiert. Und hier könnt ihr schon sehen, dass ich das Beige mit dem
Pfirsich vom Washi Tape einfach zu sehr beißt. Ich habe dann gemerkt, dass ich voll vergessen habe, die Sonne auszuschneiden und habe das natürlich nachgeholt. Mit dem braunen Liner habe ich die Boxen dann quasi noch beschriftet. Naja, es sind ja keine Boxen, aber habe ich die Titel geschrieben. Einmal On My Mind, Action Steps. Und On My Mind steht hier quasi für Ziele. Aber das Wort Ziele oder meine Ziele zu definieren, setzt mich einfach zu sehr unter Druck. Und dann fülle ich sie erst nicht aus. Und deswegen schreibe ich lieber On My Mind. Da kann ich reinschreiben, chaotisch wie beim Brainstorming, was gerade so in meinem Kopf vor sich geht. Und die Action Steps sind dann die Steps, die ich plane, um das, was in meinem Kopf. Deswegen On My Mind und dann die Action Steps, um das, was ich oben definiert habe, zu planen, um das, was gerade in meinem Kopf vor sich geht, aus meinem Kopf rauszubekommen. Present Ideas und Books I've read, weil ich echt gerne und viel lese. Am liebsten Fantasy-Romane. Was lest ihr gerade so? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und weiter geht's mit den nächsten Seiten, welche meine Content-Planner-Seiten sind. Und hierfür habe ich auch eine Illustration mit Sonne, Mond und Sternen. Ich habe das als Begrenzung angeordnet, weil das dann auch gleichzeitig meine Dutch Draw nachher wird. Mit dem hellgrauen Stift in der Größe 01 habe ich die Sterne und die Monde nachgezeichnet und die Sonne dann mit diesem beigenen Mild Liner. Mit dem hellen Tombow habe ich die Schatten in die Monde noch eingezeichnet, damit die nicht ganz so langweilig aussehen. Den gleichen Pigma Micron habe ich dann auch verwendet, um die Schatten für die Sterne zu malen. Habe den beigenen Mild Liner wieder verwendet, um Pigment auf meinen Pinsel zu bekommen, um auch der Sonne ein bisschen mehr Farbe und Schatten zu verpassen. Das Ganze habe ich dann ausgeschnitten. Und habe mit dem Pigment Liner in 0,05 Stärke
und jeden zweiten Monat mit hellgrau meinen fortlaufenden Kalender geschrieben. Mit dem beigenen Crayola habe ich die Monatsnamen seitlich notiert. Und auch die Titel der Seiten geschrieben. Zumindest das erste Wort. Das zweite Wort vom Titel habe ich mit dem beigenen Mildliner nachgeschrieben. Mit dem hellen Tombow habe ich dann jede zweite Linie markiert, einfach um das Ganze noch mal ein bisschen zu füllen, sonst hätte es echt ein bisschen leer ausgesehen. Das war übrigens mein erstes Setup. Weiter geht's mit der nächsten Seite, welche meine Content Tracker und Content Notes Seite wird. Auch hier habe ich erstmal mit Bleistift den Titel vorgeschrieben. Und habe diesen Stoff, Garn, keine Ahnung, wie man das nennt, und habe das dann seitlich reingeklebt. Und das am besten mit so einem Uhu-Stift, so ein Prittstift, was auch immer. Die funktionieren dafür am besten. Mit dem Kleberoller, die kleben dann immer zu sehr. Dann könnte es sein, dass beide Seiten zusammenkleben, sobald man das Bullet Journal zumacht. Das war natürlich nichts. Mit dem dunkleren Tombow habe ich dann den Tracker gemalt. Und mit dem hellen Tombow noch einen Rahmen für meine Notes-Section gemacht, weil es dann sonst doch ein bisschen leer ausgesehen hätte. Ich habe die Rückseite von meiner Dutch Door dann auch nochmal bemalt mit den Symbolen wie zuvor auch, um das Ganze noch mal ein bisschen schöner zu machen. Um die Seite noch mal ein bisschen schöner zu machen. Und das war's dann auch schon von meinem Setup. Lasst uns einmal durchblättern. Wie findet ihr es? Und schaut euch das an. Wie toll sieht das eigentlich aus? Erst der Mond, dann die Sonne und zusammen The Lovers, die Geliebten. Und meine dritte Seite mit The Star, wo die Wolken drauf sind, umrahmen meine Liebenden. Ach, gefällt mir richtig, richtig gut. Auch die Farben
Wie findet ihr's? Was sagt ihr zu meinem Setup dieses Mal? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und lasst mich auch wissen, was für ein Thema ihr für euer Setup benutzt habt. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und hoffe, euch in meinem nächsten Video wiederzusehen. Macht's gut! Ciao!